Hinter mir steht eines der besten Plug-in-Hybrid-SUVs am Markt. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass der Range Rover Sport erstens viel zu selten unterwegs ist und einfach zu wenig Liebe und Aufmerksamkeit bekommt. Aber genau das ändern wir in diesem Stefan Drives Video, denn ich gebe euch 5 Gründe, warum das Auto hinter mir eigentlich ziemlich gut ist. Für den ersten guten Grund müssen wir uns gar nicht viel bewegen, denn was den Range Rover Sport schon mal auszeichnet, sind die Proportionen. Und da rede ich eigentlich von Proportionen in jeder Hinsicht. Mit einer Länge von 4,95 Meter ist er um ein gutes Stück kürzer als der normale oder der große Range Rover. Und ich glaube, auch das macht einen Unterschied. Denn wie ihr vielleicht erkennen könnt, sind wir ein bisschen außerhalb Wiens. Und mit diesem knapp 5 Meter langen Range Rover kommt man noch gerade in jede Parklücke mit etwas Präzision. Wenn das Auto noch größer wäre, wäre es schon richtig schwierig. Aber zu Proportionen gehört nicht nur die Länge, sondern auch das Design. Und man kann sagen, was man will, man kann ein Fan davon sein oder eben nicht, aber dieses Two-Box-Design, hier unten im schönen Giola Green und oben in Schwarz und diese typische kantige Range Rover Optik ist einfach ikonisch und vor allem zeitlos. Und ich glaube, das Auto sieht in 10, 15, 30 Jahren immer noch genauso gut aus. Ich habe es vor ein paar Monaten schon mal gesagt, dass der Range Rover Sport innerhalb der Rangy Modellfamilie definitiv mein Favorit ist. Er ist ikonisch designt, genau richtig groß, aber eben noch immer ein richtiger Range Rover. Aber heute sind wir nicht oberflächlich, denn auch die inneren Werte zählen. Denn innerhalb des Blechkleids gibt es eigentlich wirklich viel zu entdecken und vor allem jede Menge Platz. Im Kofferraum mal mindestens 675 Liter, trotz Akku darunter, aber richtig schön wird es erst da vorne. Und das ist der zweite Grund, weshalb ich finde, dass der Range Rover Sport unterschätzt wird. Der Innenraum ist wirklich erste Klasse und ich glaube auch etwas besser als der Konkurrenz. Platz habe ich hier in Reihe 2 auf jeden Fall genug, auch wenn der Sitz eins vor mir auf mich eingestellt ist. Und schon in Reihe 2 fällt auf, dass die Ledersitze, die Türtafeln, es macht alles einen wirklich richtig guten Eindruck. Und wirklich richtig fein wird es am besten Platz im Range Rover Sport hinterm Lenkrad. Natürlich ist es ausstattungsabhängig, aber hier als Range Rover Sport SE, wenn ich mich nicht täusche, mit 1, 2 Extras sieht es wirklich extrem gut aus. Wir haben Leder an der Armaturentafel, ja auch vorne, eine schöne belederte Mittelkonsole, ein Panorama-Glasdach, wirklich hervorragende Sitze und glaub mir, ich bei meinen Dimensionen kann da wirklich mitreden. Ein Lenkrad mit so halbechten Lenkradtasten und damit meine ich, es gibt wirklich physische, wie nennt man das überhaupt, Drehräder und halbphysische Tasten. Das heißt, im Gegensatz zu Audi und Mercedes kann man hier nichts aus Versehen bedienen. Man muss schon wirklich reindrücken, aber es gibt keine einzelnen Tasten. Ihr wisst, was ich meine. Es funktioniert gut, super intuitiv. Links ist alles Multimedia, rechts ist alles bezüglich Assistenzsysteme. Und speaking of Assistenzsysteme, es gibt meinen Lieblingsknopf, nämlich den Alles-Aus-Knopf. Da drücke ich einmal auf dieses Auto im Kreis, oder eigentlich zweimal, und dann ist Spurhalteassistent und Tempolimit-Warner ausgeschaltet und das Fahren im Range Rover Sport P460e wird noch schöner. Warum die inneren Werte des Range Rover Sports bei mir wirklich extra erwähnt werden und dementsprechend der zweite gute Punkt sind, ist einfach die, wie soll ich sagen, die Fülle an schönen Dingen. Panoramaglasdach, wie gesagt, Sitze, ein Meridian-Soundsystem, das wirklich zum Range Rover passt. Ein neutraler Aspekt im Range Rover Innenraum ist die Bedienung. Denn es wird eigentlich alles, egal ob Luftfahrwerkshöhe, Multimedia-Steuerung, Navi, Klima, es wird alles auf diesem zentralen Touch-Display gesteuert. Ist das schlecht? Funktioniert das schlecht? Nein, überhaupt nicht. Es ist super intuitiv, extremst einfach zu bedienen. Sitzkühlung sind einmal auf das Klima,
auf das Klima-Shortcut-Menü drücken und Sitzkühlung auswählen. Es ist für Touch-Bedienungen, ich glaube, mit die beste. Aber man muss natürlich sagen, im großen, dicken Range Rover gibt es noch diese schönen Drehregler, die den Innenraum einfach noch ein bisschen aufwerten, wie ich finde. Und wenn wir schon bei Displays sind, es gibt auch ein Head-Up-Display und ein digitales Tacho-Display. Alles schön übersichtlich, wie man es gewohnt ist, aber eine Zahl in diesem Tacho-Display gefällt mir besonders gut, denn das ist der Verbrauch hier von 6,9 Litern bei einem SUV, was mit mir am Steuer bestimmt über 2,7 Tonnen wiegt. Genau das bringt uns zum dritten Faktor, warum ich glaube, dass der Range Rover Sport unterschätzt wird, nämlich der Antrieb. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich sitze hier im Range Rover Sport P460e und Range Rover macht da kein Geheimnis draus, 460 steht für die PS-Anzahl und das ist ziemlich viel und kommt zum einen aus einem reinen 6-Zylinder Benzinmotor und zum anderen aus einem Elektromotor, der im Getriebe sitzt und das ganze Gesamtpaket wirklich ziemlich gut abrundet. Und tatsächlich ist es auch für mich der elektrische Anteil am Range Sport, der mich so begeistert. Hier haben wir einen ziemlich großen Akku verbaut und dementsprechend eine Reichweite rein elektrisch von 117 Kilometern. Und das habe ich im Alltag tatsächlich immer fast gehabt. Ich habe ein paar Mal schon vollgeladen und dann steht wirklich mindestens 100 Kilometer am Display und das ist schon wirklich, wirklich gut. Und wenn ich gerade auf die Wiener Skyline schaue, auch der perfekte Anwendungsbereich. Du willst im Berufsverkehr, im Stop-and-Go-Verkehr in die Wiener Innenstadt nicht mit Benzin fahren und das funktioniert elektrisch wirklich super gut. Ist effizient, ist leise, ist komfortabel und ganz wichtiger Punkt, auch leistungsstark genug. Das heißt, ich werde nicht langsamer, wenn ich jetzt bergauf fahre. Sollte der große Akku dann doch mal leer sein, kann der Range Sport schnell laden. Das habe ich gerade vorhin fürs Video, das blende ich jetzt hier ein, das erste Mal versucht und es funktioniert echt nicht schlecht. Du lädst am Schnelllader mit in meinem Fall ca. 40, 45, maximal hier mit 50 Kilowatt. Und dann, wenn man sowieso Pause machen muss oder kurz für 10, 20, 30 Minuten an der Ladesäule stehen kann, ist das einfach echt eine super Möglichkeit, um dann wieder 100 Kilometer elektrisch zu fahren. Und wenn ich in meinem dritten Argument für den Range Rover Sport den Antrieb lobe, dann ist der Punkt mit dem Fahrverhalten nicht weit und genau so ist es. Der vierte Grund, warum ich der Meinung bin, dass mehr Leute sich den Range Rover Sport zumindest mal ansehen sollten, ist das Fahrverhalten. Die meisten Range Rover Sports sind typische Speckgürtelautos. It is what it is. So ein Range Rover Sport wird in der Regel wie auch eine G-Klasse irgendwo von Stadtrand und Stadtzentrum und vielleicht einmal im Jahr nach St. Moritz oder Kitzbühel bewegt oder zum Pilates-Studio. Aber diese Range Rovers, und das ist egal ob Defender, Range Rover Discovery oder hier im Range Rover Sport, die können noch wirklich richtig viel. Ich war am Wochenende mit Mountainbike im Kofferraum unterwegs und bin mit dem Range Rover Sport durch Wälder und Wiesen gefahren. Das müssen wir jetzt einblenden, sonst glaubt es mir wieder keiner. Und es war wirklich schlammig, zum Teil tiefer Untergrund, aber guess what? Dem Range Rover Sport ist es ziemlich egal. Das ist einfach gut und damit kann er sich von fast allen SUVs abheben. Aber jetzt wechseln wir auch thematisch wieder in den Komfortmodus, denn darin wird das SUV am meisten bewegt. Und auch hier kann es samt Hybridantrieb glänzen. In der Stadt ist der Elektromotor ebenfalls, wie schon erwähnt, natürlich ein super Boost. Und diese leichtgängige, weiche Lenkung macht das große, fast 5 Meter lange SUV
wirklich super manövrierfähig. Dafür gibt es auf der Landstraße einen kleinen Abzug, denn diese leichte Lenkung sorgt in schnellen und auch in engen Kurven nicht für sonderlich viel Feedback. Und somit ist er etwas indirekter und einfach unsportlicher als seine Hauptkonkurrenten BMW X5 oder Porsche Cayenne. Und mit denen zwei misst er sich ja schlussendlich. Zur Verteidigung dieses Range Rovers muss man aber sagen, dass das Testauto hier nicht das Dynamikpaket verbaut hat. Und das gibt mit besserem Fahrwerk und Hinterachslenkung noch einen deutlichen Dynamikboost. Und wer es natürlich noch sportlicher haben möchte, der kann zum Range Rover Sport Edition 2 greifen. Ich bin den im März kurz gefahren, das können wir vielleicht hier kurz einblenden. Und das ist natürlich das ist der Teufel auf 4 Rädern. Das ist unglaublich schnell auf die Geraden, aber eben auch in den Kurven. Und um den vierten positiven Aspekt am Range Rover Sport abzuschließen, gehen wir auf die Autobahn-Performance ein. Denn für so ein großes und relativ kastenförmiges SUV ist es, und habe ich auch getestet, bei 140, vielleicht auch 150 km/h noch wirklich super angenehm, sowohl was die Geräuschkulisse betrifft, aber auch den allgemeinen Fahrkomfort. Wir hatten die zeitlosen Proportionen, den luxuriösen und vor allem geräumigen Innenraum, den respektablen Hybridantrieb und dann als vierten Grund das wirklich einfach so unglaublich vielfältige Fahrverhalten. Das heißt, wir sind beim 5. und letzten Argument für den Range Rover Sport angelangt. Und nein, ich bin nicht völlig an die Wand gelaufen. Nein, der 5. Grund für den Range Rover Sport ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich weiß, ihr glaubt mir das nicht, deswegen habe ich meinen Laptop mitgebracht und die, wie soll ich sagen, besten Konkurrenten des Range Sports rausgesucht und konfiguriert. Und das war das Ergebnis. Ein Audi Q8 kostet als Hybrid, um wie auch hier Emissionen, aber vor allem Steuern zu sparen, mit guter Ausstattung, ebenso wie hier, 125.000 €. Der BMW X5 kostet ebenfalls als Hybrid mit guter Ausstattung, das heißt Panoramaglasdach, gutes Surround-System, schöne Sitze, Sitzlüftung, Anhängerkupplung, 124.000 €. Und dann gibt es den Mercedes-Benz GLE. Der kommt nur auf 120.000 € als Hybrid, aber hat dafür nur 4 Zylinder. Und ganz ehrlich, wer will 4 Zylinder in einem SUV in dieser Größe? Niemand. Und dann gibt es noch den Porsche Cayenne, der mit ähnlicher Ausstattung, aber nicht mal ganz so gut, auf 140.000 € kommt. Und von all den Modellen, die ich jetzt erwähnt habe, können nur Mercedes und Range Rover schnell laden. Und der Range hat den größten Kofferraum und ist vor allem einfach vom Markenprestige, abgesehen von Porsche, einfach das Beste und somit, wie ich finde, das beste Gesamtpaket, das man einfach viel zu selten auf der Straße sieht. Ganz egal, ob du eigentlich ein Mercedes, ein BMW oder ein Porsche-Fan bist, wenn du ein High-End Plug-in-Hybrid-SUV kaufen möchtest, hast du in deinem Leben schon einiges richtig gemacht. Aber bevor die nächste Kaufentscheidung ansteht, versprich mir eines und werfe einen Blick auf den Range Rover Sport, besonders als Plug-in-Hybrid. Und ich verspreche dir eins, du wirst nicht enttäuscht werden.